10 Sekunden auf ein Bein stehen. Schaffst du das? Diesen Test sagt sehr viel über deine Gesundheit aus. Menschen über 50, die keine 10 Sekunden auf ein Bein stehen können, haben laut einer Studie ein deutlich höheres Risiko für Stürze und gesundheitliche Probleme. Viele merken gar nicht, dass ihr Gleichgewicht nachlässt, bis Unsicherheit und Angst von Bewegungen entstehen. Doch Gleichgewicht ist trainierbar. Mit gezielten Balance- und Kräftigungsübungen kannst du deine Standfestigkeit verbessern. Am Ende zeige ich dir eine ganz besondere Übung, die dabei helfen kann, Stürze zu vermeiden. Mit zunehmendem Alter verändert sich unser Körper ganz automatisch. Muskeln bauen langsam ab, Reaktionen werden träger und das Zusammenspiel zwischen Nerven und Muskulatur funktioniert nicht mehr so präzise wie früher. Dadurch fällt es vielen älteren Menschen schwer, das Gleichgewicht zu halten, selbst dann, wenn sie eigentlich gesund sind. Studien zeigen, dass ältere Menschen im Stand und beim Gehen stärker schwanken und langsamer reagieren als jüngeren. Und es ist wichtig, weil genau diese Veränderung das Sturzrisiko deutlich erhöhen. Ein Sturz ist dabei selten ein Zufall, sondern meist die Folgen von nachlassender Kraft, Unsicherheit und fehlender Stabilität. Besonders problematisch ist die altersbedingte Muskelabbau. Ab etwa dem 50. Lebensjahr beschleunigt sich dieses Prozess deutlich. Wenn Muskelkraft fehlt, wird schon das Aufstehen vom Stuhl, Treppensteigen oder ein sicheres Gehen zur Herausforderung. Genau hier entsteht ein Teufelskreis aus Unsicherheit, weniger Bewegung und weiteren Kraftverlust. Die gute Nachricht: Gleichgewicht und Muskelkraft lassen Sie auch im hohen Alter verbessern. Wissenschaftliche Studien zeigen klar, dass ein gezieltes Balance- und Krafttraining die Standfestigkeit erhöht, das Gehen sicherer macht und das Risiko für Stürze deutlich senken kann. Selbst Menschen, die lange wenig aktiv waren, können davon profitieren. Und genau deshalb zeige ich dir jetzt Übungen, die sicher, alltagstauglich und effektiv sind, damit du stabiler wirst, dich wieder mehr zutraust und deine Selbstständigkeit so lange wie möglich erhältst. Bei Gleichgewichtstraining ist ja genau das Ziel, dass du ins Schwanken kommst. Deshalb brauchst du eine Umgebung, die für dich sicher ist. Das heißt, mache die Übung am besten in der Nähe von einem Stuhl, einer Wand, irgendwo, wo, wenn du ins Schwanken kommst, dass du dich gleich wieder festhalten kannst. Wenn du nicht schwankst, dann sind die Übungen viel zu leicht. Okay? Wir beginnen mit der ersten Übung, das ist ein Tandemlauf. Beim Gleichgewichtstraining geht es darum, dass wir unsere Standbasis, dass wir die reduzieren. Das heißt, je näher du die Füße zusammen platzierst, desto schwieriger wird die Übung. Und das Zweite ist es, dass wir nicht nur stabil stehen bleiben, sondern wir sollten ja noch zusätzlich Bewegungen mit unseren Oberkörper und Händen durchführen, damit unser Schwerpunkt verlagert wird. So, für unsere erste Übung. Stell dich erstmal hüftbreit hin, dann platzierst du einen Fuß vor den anderen, so dass die Ferse direkt vor die Zehspitze kommen. In dieser Position verbleibst du jetzt mit beiden Füßen auf dem Boden. Hier solltest du erstmal stabil stehen bleiben. Das ist für viele schon eine große Herausforderung. Nachdem du sicher auf die beiden Füße so stehst, solltest du versuchen, deine Arme, jetzt einen Arm nach vorne und den anderen Arm platzierst du seitlich hin. Und dann versuchst du weit zu greifen und wieder zurück. Weit zu greifen und wieder zurück. Bleib in der Position und dann wechsel das Ganze. Kommt ein Arm nach oben und dann den anderen Arm. Weit greifen und wieder zurück. Wichtig ist als erstes, dass deine Füße beide stabil auf dem Boden bleiben.
Du solltest deine Basis nicht verändern, deine Füße auch nicht so nebeneinander, weil jeder Zentimeter sorgt dafür, dass die Übung etwas leichter wird. Also fördere dich selbst so weit, wie du dir es zutraust. Ein Arm hoch, der andere zur Seite weg. Und dann auch ein Arm nach vorne und du bewegst dich vorwärts oder sogar nach hinten. Und wieder tauschen. Nach vorne und zurück. Führe die Bewegung durch und dann tausche die Beine. Jetzt kommt der linke Fuß direkt vor dem rechten, Ferse direkt vor den Zehen, ein Arm hoch und der andere seitlich weg. Und wieder zurück. Ein Arm hoch, greif weit weg und der andere bleibt oben. Und wieder zurück. Wiederhole jede Bewegung so ungefähr 10 Mal und dann tausche die. Jetzt kommt der Arm in die andere Richtung und du versuchst mit den anderen Arm ganz weit zu greifen. Füße bleiben fest auf dem Boden und wieder zurück. Hoch, weit greifen, beide Füße auf dem Boden und wieder zurück. Und als letztes ein Arm hoch, der andere unten. Du bewegst deinen Rumpf nach vorne, langsam und kontrolliert. Oder du bewegst den Rumpf nach hinten, langsam und kontrolliert. Beweg mal nach vorne, versuch mal schön auf die Füße zu bleiben. Langsam die Bewegung durchführen und wieder zurück. Ebenfalls hier sollen es 10 Wiederholungen werden. Die nächste Übung dient zur Verbesserung der Beweglichkeit vom Sprunggelenk. Viele Patienten fallen hin, weil sie mit dem Fuß stolpern und irgendwo hängen bleiben. Sie sind nicht in der Lage, den Fuß so weit hochzuheben, dass man über eine Hindernisse drüber läuft. Und deswegen bleibt man mit dem Fuß fest, stolpert und fällt man hin. Und genau um die Beweglichkeit von deinem Sprunggelenk zu verbessern, dient diese Übung. Stell dich einmal hin, am besten wirklich vor einem Stuhl, weil da solltest du dich auch ein bisschen festhalten. Jetzt kommst du mit dem Fuß, oder beziehungsweise die Übung sollst du selbstverständlich beidseitig durchführen. Du gehst mit einem Fuß nach hinten, streckst das Knie durch und dann bringst du die Ferse nach unten. Das vordere Bein, das darfst du beugen. Wichtig ist, dass du dort in der Wade eine Dehnung spürst. Den kompletten Fuß, Zähne und Ferse bleiben auf dem Boden, dein Knie ist durchgestreckt und jetzt bewegst du dein vorderes Knie etwas nach vorne bzw. deinen gesamten Körper etwas nach vorne weg. Ferse bleibt auf dem Boden. Du sollst bei jeder minimalen Bewegung nach vorne die Dehnung in der Wade mehr spüren. Dann bleibst du in der Position für ungefähr 30 Sekunden und dann tauschst du das Bein. Jetzt kommt der Fuß nach vorne, einen langen Schritt nach hinten, Oberkörper gerade, Knie ist durchgestreckt. Ferse kommt auf den Boden und bleibt auf dem Boden. Wenn du die Ferse etwas hochhebst, wirst du automatisch spüren, dass die Dehnung in der Wade nachlässt. Oberkörper gerade, Ferse auf dem Boden und mit dem vorderen Fuß oder mit dem vorderen Knie machst du eine leichte Bewegung nach vorne. Ziel ist, die Wade soll gedehnt werden und im Sprunggelenk solltest du etwas Druck spüren. Ebenfalls 30 Sekunden in der Position bleiben, bis die Wade sich gut gedehnt hat und dann nochmal tauschen. Langen Schritt nach hinten, Ferse auf dem Boden, Knie durchgestreckt. Dein Gewicht ist gleichmäßig verteilt. Bleib in der Position, Ferse bleibt auf dem Boden und du verlagerst dein Gewicht etwas nach vorne. Ziel ist, dass du den gesamten Körper etwas nach vorne bringst und gleichzeitig darf die Ferse da unten nicht hochheben. Nur die Dehnung in der Wade wird verstärkt. Ebenfalls 30 Sekunden durchführen, dann wiederholst du es auf der anderen Seite und das Ganze
3-mal pro Seite. Die nächste Übung ist sowohl für die Mobilität deiner Hüfte, aber auch fürs Gleichgewicht wichtig. Viele Menschen, vor allem ältere Menschen, haben wirklich Schwierigkeiten mit der Hüfte und auch mit der Beweglichkeit der Hüfte. Auch diese Übung solltest du neben einem Stuhl durchführen oder irgendwo, wenn du brauchst, dich festhalten kannst. Ziel wäre jedoch, dass es meist ohne dich festzuhalten. Also mit minimaler Unterstützung so gut wie gar nicht festhalten oder so viel wie nötig. Bleibst du auf ein Bein stehen und die andere Seite, die sollst du jetzt heben. In eine Beugung bis zu 90 Grad, dann nach außen drehen und wieder senken. Sozusagen einen Kreis machen. Wichtig ist, dass die Bewegung von deiner Hüfte kommt und dein Oberkörper so weit wie möglich gerade bleibt. Nicht mit dem Rumpf die Bewegung von der Hüfte folgen, sondern du bleibst stabil auf einem Bein stehen, dein Rumpf zeigt nach vorne und du drehst die Hüfte nach außen, nach unten und wieder hoch. Nach außen, nach unten und wieder hoch. Und wenn du brauchst, haltst dich schon ein bisschen fest, aber so wenig wie möglich. Du solltest bei dieser Übung die Beweglichkeit deiner Hüfte auf die Seite, die du hochhebst, spüren. Gleichzeitig förderst du aber auch die Kraftentwicklung von deinem Standbein. Die Muskulatur soll ja stabil bleiben, die soll dir ja halten. 10 Wiederholungen auf einer Seite, tauschen und das Ganze dann halt auch auf der anderen Seite. Oberkörper aufrecht, schöne aufrechte Haltung, Hüfte beugen, nach außen drehen und dann wieder senken. Und auch hier, wenn du kannst, versuche die Übung vor einem großen Spiegel zu machen. Damit kannst du dich selber kontrollieren. Je sauber und stabil du Übungen durchführst, desto mehr Effekt hat es auf deine Kraft, auf deine Stabilität und auch auf dein Gleichgewicht. Langsam wieder runter, heben, raus, runter. Heben, rausdrehen, runter und dann wieder von vorne. Und im besten Fall würdest du diese Übungen 2- bis 3-mal wiederholen, von jeweils 10, Minimum 12 bis 15 wäre jedoch das Ziel. Wenn dir dieses Video gefällt und du weiter lernen möchtest, wie du von zu Hause aus mit relativ wenig Aufwand deine Gesundheit erheblich verbessern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit unserer letzten Übung und vielleicht eine der wichtigsten Übungen, wenn man über das Gleichgewicht redet. Wenn man stolpert, heißt, dass man sein Gleichgewicht nicht wieder auffangen konnte. Man hat seinen Schwerpunkt zu schnell verlagert und ist nicht mehr in der Lage, reaktiv auf diese Gewichtsverlagerung zu reagieren, damit man sein Gleichgewicht wieder herholt und stabil bleibt. Und genau das kannst du auch trainieren. Und am besten, wenn du jemanden hast, die dir jetzt dabei helfen kann. Weil es geht darum, dass du so schnell wie möglich deine Bewegungen änderst. Im besten Fall hättest du jemanden, der dir jetzt eine Anweisung gibt. Je mehr unvorbereitet du für die Übung bist, desto besser ist es. Also, dein Partner oder irgendjemand sagt dir, du sollst einen Schritt nach vorne geben und dann so schnell wie möglich nach vorne, wieder zurück zur Mitte, dann nach rechts, wieder zurück zur Mitte. Dann mit dem linken Fuß nach vorne, zurück zur Mitte. Dann plötzlich nach hinten, zurück zur Mitte. Dann raus, zurück zur Mitte. Und dann nochmal auf die andere Seite. Rechts, vorne, zurück nach hinten. Und du solltest so schnell wie möglich abwechseln. Sowohl von der Richtung her, aber auch von der Koordination der Beine. Einen Schritt geben zur Seite, schnell wieder zurück, stabil, wieder einen Schritt zur Seite und schnell wieder zurück. Das wäre die erste und die leichteste Variante. Wichtig ist die Geschwindigkeit, dass du einen schnellen Schritt machst, aber auch die Richtung, die für dich unvorhersehbar ist. Und wenn das gut geht und du wirklich zu Hause noch jemanden hast, der dir helfen kann,
Dann probiere auch, dass diese Person neben dir steht und diese Person sollte dir einen Schubs geben. Entweder nach vorne, zur Seite, zu der anderen Seite oder nach hinten. Und du solltest so schnell wie möglich dein Gleichgewicht wieder auffangen können. Dieser Schubs soll etwas stärker sein, weil es ist wichtig, dass du von deinem Gleichgewicht, von deiner Stabilität in der Mitte, dass du da rausgeworfen wirst und du trainierst so schnell wie möglich wieder stabil stehen zu können. Mit dem Oberkörper, mit deinen Beinen ganz schnell reagieren und wieder in die Stabilität zurückkommen. Übungen, Gleichgewichtsübungen in diesem Sinne, wo du aus deinem Gleichgewicht rausgeschoben wirst und wieder zurückkommen musst, schnell, die sind besonders wichtig, weil die sind alltagsnäher. Dann, wenn man stolpert, sollte man wieder stabil auf die Beine kommen. Dann, wenn du wegrutscht, sollst du dich schneller wieder fangen können, bevor du auf den Boden fällst. Also, wenn du es mit dem Partner zusammen machst, versuche deine Füße ganz nah zusammenzustellen. Dein Partner, eine Hand vorne, eine Hand hinten und er gibt den ordentlichen Schubs nach vorne und du versuchst stehen zu bleiben oder einen ordentlichen Schubs nach hinten und du versuchst stehen zu bleiben. Wiederhole das auch nach rechts oder nach links in eine Richtung, der derjenige nicht vorhersehen kann und du versuchst, so weit wie möglich, stabil zu bleiben, ohne dass du weggeschubst werden kannst. Mit diesen Übungen kannst du dein Gleichgewicht ganz gezielt trainieren, damit du stärker und standfester wirst. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ciao!